WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, zusammen mit Thomas Zilm, der Brand Ambassador Art bei Glenmorangie. Hi. Hi, endlich. Ja, also ein paar Mal schon zugewunken, glaube ich. Und irgendwie war was los, das ist gut. Wir sind hier auf dem Whiskyherbst in Berlin 2018. Wie geht's dir hier? Du, fantastisch, Jason, was soll ich sagen? Mega schöne Messe, das Wetter ist fantastisch, die Whiskys sind großartig. Man kann schlimmer auf jeden Fall sein Geld verdienen, so sind wir doch mal ehrlich. Absolut, sehr, sehr schön. Also, ich habe einige hiervon schon im Blog schon verkostet, also gerade die Standarddinger jetzt hier, die auch im Paket sind, aber einige eurer Sonderabfüllungen kenne ich nicht. Magst du mich einfach ein bisschen durchführen? Was habt ihr denn im Programm? Klar, also wie gesagt, wir haben unsere Standardabfüllung dabei, Art bei Glenmorangie Original, 10 Jahre First, Second, Full Ex-Bourbon. Also Frauenwhisky, sage ich. Einsteigs-Whisky. Nerv getroffen, yeah. Nö, gar nicht, Nerv getroffen, gar nicht. Für mich, das ist einfach einer der schönsten Standards-Whisky überhaupt und einer der meistverkauften Single Malt seit den frühen 70ern in Schottland selber. Wir haben den, das ist jetzt bestimmt schon, keine Ahnung, 6, 7 Jahre her, mal biochemisch untersuchen lassen und sind in der Lage, 160 unterschiedliche Aromastrukturen hier in diesem Whisky nachweisen zu lassen. Ich bin beeindruckt. Weißt du, für einen 10 Jahre alten, vermeintlichen Einsteiger-Whisky ist das eine ganze Menge und ich einige mich drauf, wenn du 20 davon rausschmeckst von den 160, so, dann können wir auch weiterhin über Einstieg reden. Vielleicht mache ich mal 20. Ich krieg vielleicht, wer weiß. Auf jeden Fall. Einstieg ist ja trotzdem nicht das falsche Wort dafür, weil dieser 10 Jahre alte Whisky ist am Ende des Abends sowas wie der Einstieg in das Universum von Glenmorangie. Bei uns funktioniert das Spiel ganz oft nach dem Prinzip 10 plus X. Glenmorangie ist seit vielen Jahren federführend, wenn es darum geht, Wood-Management zu betreiben, also fast Nachreifung zu machen, sich Gedanken darüber zu machen, wie funktionieren Fässer, was kann ich mit Weinfässern alles machen. Ihr seid eine der ersten gewesen sogar. Fast. Ja, genau. Wie hieß der Master Distiller, der alles im Gang gebracht hatte? Das ist jetzt am Ende mit auch Dr. Bill Lumsden, Head of Whisky bei uns, ein absoluter Perfektionist. Am Ende ist er abends ein Genie. Ja, genau. Dankeschön. Einfach zusammengefasst. Ja. Und was wir machen, ist im Endeffekt relativ einfach für die Standards. Wir nehmen unseren 10 Jahre alten Whisky und packen ihn dann nochmal für 2 weitere Jahre in Weinfässer. La Santa Sherry, Kinder Reuben Port, Nectar d'Or in Sauternfässer. Dann gehen wir hoch auf die 18, dann haben wir den Signet, Non-Age Statement, aber für mich immer noch der beste Beweis dafür, dass ein Weltklasse-Whisky kein Alter braucht. Aber du hast ja gefragt zu dem, wovor du stehst eigentlich, also was so hinter dir steht. Nehmen wir einfach mal. Wir haben jetzt hier 3 Vertreter bei aus der sogenannten Private Edition. Glenmorangie bringt seit nunmehr 9 Jahren jedes Jahr einen limitierten Whisky raus aus der Private Edition, wo es halt auch so ein bisschen darum geht, den Spieltrieb, den Drang nach Innovation von auch Dr. Bill, der da ganz federführend hinter ist, so ein bisschen zu befriedigen und zu gucken, okay, welchen Weg bei Scotch Whisky können wir gehen, was gibt es schon, was kennt man und was sind neue Wege, was sind neue Ideen. Und da haben wir jetzt quasi Blödsinn, wir haben sogar 4 davon bei. Die letzten 4 Jahre Private Edition auf einem Schlag. Dieses Jahr war es Spios. Rye Fässern, glaube ich. Genau. Ist ein Non-Age Statement Whisky. Whisky ohne Altersangabe, ist der einzige Single Malt, der komplett ausschließlich zu 100% in Ex-Rye Cask gereift ist. Letztes Jahr haben wir gemacht Bacalta. Ist auch ein Non-Age Statement Whisky, gereift in Madeira-Fässern und zwar in Malmsey Madeira. Malmsey Madeira ist somit das süßeste, was wir von der Insel Madeira haben. Das Jahr davor ist Milchen. Ich habe es immer verkehrt ausgesprochen, danke. Ja, die Leute sagen immer Milchon oder Milchon. Nein, es ist Milchen, das ist geile Scheiße, übersetzt so viel wie kleine Süßigkeit. Super. Ist auch wieder ein Non-Age Statement Whisky, Ex-Bourbon als Grundlage und dann eine Nachreifung in Fässern. Wo vorher portugiesischer Rotwein drin war, aber die nachträglich nochmal ausgebrannt wurden und dadurch karamellisiert der Weinzucker im Fass einfach. Ein bisschen so wie hier oben jetzt hier Zuckerwatte, irgendwie bin ich auf dem Kirmes da. Oder wie man, jetzt fällt mir der Rapper nicht ein, aber so Welcome to the Candy Shop. Okay, ja, okay. Das ist 50 Cent. 50 Cent, ja, so das ist Candy Shop. Und dann haben wir einen Whisky, den ich persönlich wahnsinnig schätze und spannend finde von ein paar Jahren, Two Sail. Ist auch ein Non-Age Statement Whisky. Wir können uns gleich mal über das Alter unterhalten, witzigerweise dabei. Der ist genauso gereift wie der Original, also gleiches Fassmanagement, so viel zum Thema Alter. Aber
Die Basis ist eine andere. Ja. Ist eine andere Gerstensorte, ist Maris Otter, ist eine alte Gerste aus den späten 60er Jahren, die man damals gezüchtet hat, um Ales zu brauen. Ah, ja. Das ist ja auch so ein bisschen die Geschichte von Glenmorangie, gegründet oder als Brennerei gegründet 1843. Vorher hat man hier in der Stadt Tain Ales gebraut. Ja. Und diese Ales, diese alten Morangie Farm, waren im kompletten Empire berühmt, weil die halt so sehr, sehr fruchtig und blumig waren. Und das liegt halt einfach daran, dass Glenmorangie eine von genau 3 Brennereien in Schottland ist, die halt kein weiches Wasser haben. Ja. So, unser Wasser ist wahnsinnig calcium- und magnesiumreich. Und deswegen hast du halt diese Filigranität, diese Fruchtigkeit, was die Ales fruchtig gemacht hat. Und das haben wir versucht beim Two-Sale nochmal aufzugreifen. Ja. Das ist halt wie Glenmorangie Original, sehr vergleichbar. Aber dicker, süßer, dicker. Genau, ja. Für mich ist das so ein bisschen wie French Toast mit Bitter Orange Marmalade. Okay, das ist eines der besten Frühstücke, die es gibt auf der Welt. So. Ja, jetzt müssen wir noch aufpassen. Geraldine, unsere kleine Giraffe, die wir immer dabei haben, die darf nicht so. Die Giraffe, was hat es damit auf sich? Glenmorangie hat ja bekanntlich die höchsten Brennblasen Schottlands. Und unsere also allein die Brennhälse vom Kessel bis zum Swan-Neck sind 5,14 Meter in der Höhe. Und das ist so ein bisschen average die Höhe einer ausgewachsenen Giraffe. Und deswegen haben wir halt unsere kleine Giraffe mit dabei. Ist ein bisschen albern, aber ganz ehrlich, Schotten haben einfach den besten Humor der Welt und Giraffen sind total tolle Tiere. Und von wegen Humor, kannst du alle 16 Männer jetzt hier von Tain nennen? Alle 16 plus die 3 Hunde, die sie haben, plus die 2 Frauen, die mit dabei sind. Nur mir fällt immer der Name der Katze nicht ein. Okay, super. Also, es gibt sehr schöne Sachen und auch eine Sache habe ich auch noch nie gehabt hier. Es gibt in Amerika etwas, was sehr ähnlich heißt. The Midwinter, wie heißt das? It's a Midwinter Night's Dram. Es gibt in Schottland eine ganz lange Tradition so in den Whiskybrennereien, dass wenn du in der Whiskybrennerei arbeitest, du als Angestellter, damals gab es halt noch kein Wintergeld, kein 13. Monatsgehalt, sonst was, hast du halt am Ende des Jahres immer noch von deinem Chef eine Flasche Whisky geschenkt bekommen. Und diese Tradition haben wir bei Glenmorangie vor 3 Jahren aufgegriffen und das ist ein Seasoned Whisky quasi, den es das erste Jahr ausschließlich in UK gab. Die letzten 2 Jahre gab es ihn in Deutschland. Den gab es nur zur Weihnachtszeit. Wir haben den jetzt auch nicht dabei, weil wir finden, Anfang September kann man mal schon sich Gedanken über Weihnachten machen. Wobei, wir haben Plätze. Warte, ich habe was für dich. Oh, okay, einen Moment, jetzt kommt was. Sehr, sehr schön. Oh, Lebkuchen! Zum Thema Weihnachten, es gibt nimm mal für dich. Es gibt eine lange Tradition bei Glenmorangie und Artback am Stand auf dem Whiskyherbst in Berlin. Hier gibt es jedes Mal für uns die ersten Lebkuchen des Jahres, weil jetzt sind die nämlich noch lecker. Ihr probiert das unbedingt mal aus. Und dazu so ein Schluck Glenmorangie Midwinter Night's Drum passt schon. Super. Jingle Bells. Jingle Bells, das machen wir hier Schluss. WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners zusammen mit Thomas. Ich wünsche euch was. Ciao. Ciao.